Es wäre einfach zu sagen, dass Arne Slot nur auf dem Rücken von Jürgen Klopp reitet und dass Liverpool deshalb an der Spitze der Premier League steht. Aber damit erweist man Slot einen Bärendienst. Denn es gibt feine Unterschiede in diesem neuen Liverpool. Und welche sind das? Als Arne Slot in Liverpool ankam, zog er Vergleiche zwischen sich und Jürgen Klopp. Aber er war auch bemüht, die Unterschiede zu betonen. Vielleicht ist der einzige kleine Unterschied, erklärte er, dass ich nach einem Ballgewinn gerne nach vorne gehe. Genauso wie Jürgen es mochte. Aber ich mag es manchmal, wenn die Spieler versuchen, den Ball zu halten und nicht den schwierigen Ball zu spielen. Während Jürgen vielleicht die chaotischen Szenen im und um den Strafraum mag. Ich denke, wir versuchen, die Balance zu finden zwischen dem Versuch, in bestimmten Momenten Chaos zu stiften. Und in anderen Momenten versuchen wir, den Ball etwas länger zu halten. Das Schlüsselwort ist also Ausgewogenheit. Als Slot nach Liverpool kam, hatte der Klub gerade eine intensive Saison hinter sich, in der er sich bis zum Schluss im Titelrennen halten konnte, bevor er abfiel. Zweifellos hatte das Chaos, das Klopp in seiner letzten Saison eingeführt hatte, ihnen einen Vorteil auf dem Spielfeld verschafft. Aber am Ende einer zermürbenden Saison mit 58 Spielen hatte die Intensität nachgelassen und die Mannschaft begann zu schwächeln. Schlitz. Ihm war klar, dass er, wenn er die guten Aspekte der Mannschaft seines Vorgängers beibehalten wollte, einen Weg finden musste, um sie nachhaltiger zu machen. Seit seiner Ankunft ist Liverpool sehr viel aufmerksamer, wenn es darum geht, das Tempo des Spiels zu erhöhen. Es wird nicht mehr so viel Wert auf das direkte Spiel gelegt wie früher. Und obwohl sie immer noch verheerende Angriffe mit hohem Tempo starten können, wenn der Moment nicht stimmt, zieht Slot es vor, dass seine Mannschaft den Ball behält, eine Pause einlegt, bevor sie angreift. Und diese Tempoverschärfung hat Liverpool nicht nur mit dem Ball verbessert, sondern auch ohne Ball. Sie sind nicht nur besser in der Lage, mit dem Ball zu verteidigen, wenn sie in Phasen mit geringerem Tempo in Ballbesitz übergehen, sie sind auch viel besser darauf vorbereitet, zu decken, wenn sie den Ball in Momenten verlieren, in denen sie sich entscheiden, direkt zu spielen. Und die Ergebnisse sind eindeutig. Liverpool steht zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels an der Spitze der Premier League und der Champions League. Aber es ist leicht zu übersehen, wie schwierig es ist, ein völlig anderes Tempo in einer Mannschaft umzusetzen. Obwohl Slot davon profitiert hat, dass die für sein System notwendigen taktischen Ideen bereits von Jürgen Klopp vor ihm in die Mannschaft eingeflößt wurden, ändert die Einführung eines neuen Ansatzes für das Timing die Art und Weise, wie diese bereits vorhandenen Ideen genutzt werden. Klopps Liverpool lehnte sich in der Offensive gerne ins Chaos, spielte schwierige Bälle, nutzte aber jeden Ballverlust für Gegenpressing und Gegenangriffe. In diesem Sinne schuf das Chaos in der Defensive Schwächen, die sie dann ausnutzen konnten, aber auch das Chaos, das naturgemäß oft zu defensiven Schwächen bei Liverpool führte. Slot hingegen zieht es vor, defensive Schwächen in der gegnerischen Struktur zu erzeugen, bevor er angreift, hält den Ball geduldig über die Abwehrreihe, um dann im richtigen Moment schnell das Tempo zu erhöhen. Auf diese Weise beschränkt Liverpool seine Angriffe nun auf die Momente, in denen sie am ehesten erfolgreich sind, was bedeutet, dass sie weniger ungewollte Folgen haben können. Das macht den Trainingsprozess allerdings noch komplexer. Die Spieler müssen nicht nur die Prinzipien des Ballbesitzes und der Ballverlagerung verstehen, sie müssen auch in der Lage sein, zu erkennen, wann sie ihre Tempoverlagerungen auslösen müssen, was für einen Trainer nicht einfach umzusetzen ist. Aber Slot hat es geschafft, und das in sehr kurzer Zeit. Darüber hinaus war auch Slots Management im Spiel beeindruckend, wobei der Liverpooler Trainer im Laufe der Spiele wichtige Anpassungen vornahm, die entweder Probleme behoben oder seiner Mannschaft Vorteile verschafft haben. Mit dieser Offenheit, seine Ideen weiterzuentwickeln, steht er in einer Reihe mit anderen Managern, die in der Liga erfolgreich waren und dies nahelegen. Dieser Platz könnte dazu beitragen, diese Liverpooler Mannschaft von einer sehr guten zu einer der besten Mannschaften der letzten Jahre zu machen. Und natürlich hat die Tatsache, dass sowohl Manchester City als auch Arsenal zu Beginn der Saison ins Straucheln geraten sind, die Landschaft in der Premier League in dieser Saison verändert. Die Anforderungen an eine Mannschaft, die im Titelkampf berücksichtigt werden soll, sind deutlich gesunken. Das bedeutet jedoch nicht, dass das, was Slot in kurzer Zeit in Liverpool erreicht hat, weniger beeindruckend ist. Sollten sie sich am Ende der Saison 24/25 an der Tabellenspitze wiederfinden, werden Liverpool und Arne Slot würdige Sieger sein. Wenn Ihnen dieses Video gefällt, sollten Sie den Kanal abonnieren.